Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es um den Aufbau des Unterbaus, genauer gesagt um das Grundgestell. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wie man so ein bisschen was erkennen kann, hat sich was getan. Das Grundgestell steht und wie es dazu kam und welche Materialien ich verwendet habe, das zeige ich euch gerne. Und auch die schwarzen Streifen, denn ich habe mich wieder ein bisschen ausgetobt in Richtung Schalldämmung. Auch dazu findet ihr die Informationen im Film. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß, danach sehen wir uns dann wieder und ich sage einfach mal bis gleich. Wie immer bei so einem Projekt steht man ja ganz am Anfang vor der Wahl des Holzes. So, und der erste Weg führt meistens in den Baumarkt und man versucht sich da kundzutun und nimmt dann irgendein Holz, was einem halbwegs stabil erscheint. An der Stelle war ich jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich möchte hier einen Rahmen bauen über den Schreibtisch und der ist in seiner tiefsten Stelle, ist der 1,20 Meter breit. Und ich möchte halt nicht, dass der Rahmen aufliegt. Ich möchte aber auch nicht, dass ich irgendwelche Stützen drunter mache, weil ich nicht will, dass der Schreibtisch mit dem Rahmen verbunden ist. Den will ich einfach nur drunter schieben und gut ist. Aber der soll nicht miteinander verschraubt sein. Das heißt, der vordere Rahmenteil, der wird hier über den Schreibtisch mehr oder minder schweben. Und es gibt nur hier links und rechts Stützen oder Stelzen, auf denen der Rahmen aufliegt. Aber 1,20 Meter bis 1,25 Meter ist er hier vorne halt freischwebend. Gut, hinten ist er zwar angebohrt, so, und mit diesen Eckwerten bin ich dann zu dem Holzhändler meines Vertrauens gefahren und habe ihm dann gefragt, hör mal, was kann ich denn genau zu diesem Zweck nehmen? Ich brauche ein äußerst stabiles Holz. Ja, und er hat mir kurzerhand, nachdem ich ihm das alles geschildert habe, sagt er, dann nimmst du hier diese Leisten, die sind 60 auf 40 breit. Das sind dreifach verleimte Nadelhölzer, die sind gehobelt und die sind aufgrund ihrer Verleimung äußerst formstabil. Die Dinger schimpfen sich vom Namen her Theaterlatten und sie werden normalerweise beim Messebau für Bau von Traversen genutzt oder auch im Bühnenaufbau, wo man dann auch Hintergrundbilder künstlicher Wände bis zu 6 Meter Höhe erstellt. Und auch die müssen ja dann äußerst stabil sein und nicht nach unten durchbiegen. Und wenn man da verschiedene Längen haben will, aus diesem Grund sind dann die einzelnen Schichten auch noch keilverzinkt, wie man hier sehen kann. Und man kann solche Latten bis zu 6 Meter bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, und das hält nicht durch. Ich sage, da kannst du dich draufsetzen, das ist überhaupt kein Ding, auch wenn die 1,50 Meter noch auseinander sind. Gut, habe ich mir gedacht, dein Wort in Gottes Ohr und habe ihm da jetzt vertraut. Und das Schöne daran ist, der laufende Meter von diesen Theaterleisten liegt halt bei 2,20 € netto. Gut, dann kommt halt die Märchensteuer noch drauf, aber dann sind wir halt bei 2,60 € für den laufenden Meter. Und ich denke, das ist eigentlich doch ein recht kostengünstiger Rahmen dann. Ja, das ist mal wieder eine andere Perspektive hier, aber herzlich willkommen hier in meinem Keller hier unten. Ihr seht, ich habe hier nicht allzu viel Platz. Das ist so gerade mal ein Stückchen Werktisch und die Arbeiten, die ich halt jetzt machen will, die will ich halt nicht in der Wohnung machen, weil es halt staubig ist. Ne? So, und von daher, was ich jetzt machen werde, ist die Stelzen und die Leisten, die ich jetzt habe, hier erstmal von der Seite zu bearbeiten. Das heißt, ich gehe hier mit dem Oszillator rein und breche die Kanten, beziehungsweise schleife das auch ein wenig plan, damit ich mir halt nicht unbedingt jeden Splitter mitnehme, den es da so gibt. Gut, das mache ich jetzt erstmal. Da wünschen wir uns mal viel Spaß dabei. So, das sind also die 12 Stelzen, die ich nachher brauchen werde. Und bevor ich die jetzt verbauen werde, werde ich jetzt erstmal mit dem Oszillator hier und einem Schleifaussatz die Kanten brechen. Ich muss ja nicht jeden Splitter jetzt mitnehmen und dann das mache ich jetzt erstmal und dann geht es weiter.
Der Dennis von Dennis Moberwelt hat ja auch in seiner Rahmenkonstruktion unten Schraubfüße eingesetzt und die Idee fand ich gut, weil man damit, sage ich mal, die Höhe wunderbar ausnivellieren kann. Ich habe zwar in meinem Anlagenkonzept geschrieben, dass ich höhenverstellbar bauen will. Das ist natürlich Quatsch. Das habe ich mich falsch ausgedrückt, weil auf der einen Seite an der Wandseite wird der Rahmen ja verschraubt mit der Wand und die Vorderseite kann ich dann halt auch noch ausnivellieren und dafür ist es halt gedacht. Im Gegensatz zum Dennis habe ich hier auch noch die Variante mit so einem Mutteransatz gewählt, so dass ich dann später die Höhe auch mit einem Maulschlüssel noch verstellen kann. Ja, aber ansonsten, die Seite vom Dennis verlinke ich euch unten, könnt ihr gerne mal schauen. Jetzt markiere ich mir mit Diagonalen hier erstmal die Mitte von dem Kantholz und hier werde ich dann das Loch bohren, wo dann später die Einschlagmuttern eingesetzt werden und da werden dann die Füße eingeschraubt. So, dann jetzt eine Runde bohren und dann sind wir ja da. Gut, und zum Schluss kommen dann jetzt noch die Füße rein. So, und so sieht es aus. Ich habe mich ja mal ausgiebig mit dem Thema Schalldämmung bei meiner ersten Modellbahn beschäftigt und auch dieses Thema wird mich jetzt hier wieder bei meiner Bürobahn beschäftigen. Ich möchte auch hier wieder ein bisschen ein Stück weit den Schall entkoppeln und deshalb fange ich auch direkt beim Grundgestell damit an. Ich habe aus den damaligen Tests noch hier eine 5 mm Anti-Rutschmatte, also quasi eine Gummimatte. Und aus diesen Resten, den ich da habe, werde ich das Grundgerüst oder das Grundgestell, was ich aufbaue, sowohl zum Boden hindämmen, als auch nach oben zur Anlage hindämmen, wie auch in Richtung der Wand. Und dazu schneide ich mir hier Stücke aus, die ich dann anschließend unter die Stelzen setze, also unter die verdrehbaren Füße. Dann schneide ich mir 4 cm Streifen aus, die ich dann oben auf der Anlage jeweils zur Dämmung auflegen werde. Und dann auch nochmal kleine Abstandsstreifen, die dann an das Gestell zur Wand hin entkoppeln werden, so dass das Gestell quasi weder mit Wand noch Boden noch mit der Anlage, zumindest Seitenschall, in Berührung stehen wird. Ja, und jetzt schneide ich mir als erstes einfach mal die entsprechenden Streifen und Stücke dafür aus. Gut, die Stücke sind jetzt zugeschnitten. Das sind jetzt die Unterlagen, die unter die Drehfüße kommen. Das sind die Streifen, die oben auf den Rahmen drauf kommen und verklebt werden. Und das sind die Abstandsstücke, die zur Wand hinkommen, wo der Rahmen hier vorliegt und hier vorne das Segment gegenstößt. Das ist eine Matte, die später zwischen der Lattung und der Wand montiert werden wird. Und damit ich das machen kann, werde ich mir hier noch jetzt ein Loch ausstanzen. Die Position habe ich mir markiert. Gut, damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und dann können wir ja jetzt zum Bauen gehen. Ja, der Aufbau des Rahmens ist relativ simpel. Es gibt 2 lange Streben und dazwischen gibt es halt 4 Querstreben. Und als erstes werde ich jetzt mal die Positionen der Querstreben ausmessen und ja, dann wird dieser Rahmen gebaut. Das ist jetzt der 1,50 Meter Rahmen und das gleiche mache ich dann auch nochmal mit dem 2,15 Meter Rahmen. So, dann werde ich in dem nächsten Schritt die Stelzen mit dem Rahmen verbinden. Dazu habe ich den Rahmen jetzt quasi auf den Kopf gedreht und die Stelzen oben drauf gesetzt. Befestigen werde ich die Stelzen an 2 Stellen oder mit 2 Verbindungsmöglichkeiten. Einmal wird hier in der Ecke jetzt ein Winkel gelegt, da liegt der Winkel schon. Und nachher, wenn das vormontiert ist, drehe ich den Rahmen halt um
und dann kommt von oben, also quasi jetzt von der Seite durch den Rahmen in die Stelze nochmal eine Schraubverbindung rein. Und ich werde alle Bohrungen vorbohren. Und damit ich nicht zu tief einbohre, weil ihr seht, hier liegt Laminat, habe ich den Bohrer beschränkt. Da gibt es Aufsätze für. Die habe ich jetzt hier befestigt, so dass ich also in keinem Fall ins Laminat bohre, sondern nur ins Holz. Übrigens, statt diesen Abstandringen, die es hier gibt, kann man das natürlich auch mit einer Klebebandmarkierung machen. Macht man sich halt ein Fähnchen dran und dann geht das genauso. Ja, ihr seht an der Stelle, an der Seite hier liegen noch Frühstücksbrettchen. Wozu ich die brauche, ist auch recht simpel. Ich muss jetzt die ersten Stelzen, die muss ich ein bisschen führen, damit sie vernünftig waagerecht bzw. senkrecht auf den Rahmen aufliegen. Und dazu werde ich mir dann halt Führungen spannen und anschließend die Stelze festschrauben. So, und das Ganze zeige ich euch dann jetzt mal. Als nächstes werde ich jetzt hier im Rahmen, und zwar an den Stirnseiten der Fächer, jeweils noch 8 mm Löcher bohren. Die dienen mir nachher zum Verschrauben des Rahmens hier mit solchen Sechskantschrauben. Das sind 6 mm Sechskantschrauben, 80 mm lang. Und ja, warum mache ich das Loch am Rahmen etwas größer, also 2 mm größer als der eigentliche Durchmesser der Schraube? Naja, ich räume den Rahmen nachher wieder, ziehe ich wieder weg, damit ich halt die Löcher in der Wand bohren kann. Dann stelle ich es wieder aus, dann wird es final ausgerichtet und bekanntermaßen gibt es dann immer noch ein bisschen Spiel. Und damit ich das Spiel halt auch ausnutzen kann, mache ich halt das Loch im Rahmen ein bisschen größer. Und das macht sich an der Stelle nicht bemerkbar, weil der Kopf der Schraube, der hat 10 mm und die U-Scheibe, die hat jetzt nochmal 20 mm. Also von daher wird da auch die Schraube jetzt nicht ins Holz reingepresst werden, sondern das dient mir einfach nur als Spiel zum Ausrichten. Kleiner Zwischenstand, das Gestell ist jetzt erstmal aufgebaut. Was jetzt als nächstes kommt, und das wäre wieder das Thema Schalldämmung. Ich möchte halt vermeiden, dass die Schwingungen, die von der Modellbahn beispielsweise auch auf das Gestell übertragen werden, anschließend vom Gestell hier auf den Laminatboden übertragen werden. Das ist ein riesen Resonanzkörper. Und damit die Schwingungen halt unterbrochen werden bzw. entkoppelt werden, um es mal so zu sagen, packe ich da so kleine Stücke Anti-Rutschmatte dazwischen. Das sind noch die Rutschmatten, die ich damals von dem Test übrig hatte zu dem Thema Schalldämmung. Das sind 5 mm Rutschmatten. Die packe ich dann hier unter die Stellfüße drunter. Im Anschluss werde ich das ganze Gestell nochmal ausrichten. Wenn überall die Matten drunter sind, dann werde ich die in Waage stellen. Und dann bin ich bei einem zweiten Thema. Was mache ich, damit die Stellfüße sich nicht im Laufe der Zeit wieder verstellen, weil ich hier an der Hauptverkehrsstraße wohne und es sowieso immer so eine Grundlast bzw. eine Grundschwingung gibt. Und dadurch verstellen sich im Laufe der Jahre die Stellfüße. Nochmal, wie kann man das vermeiden? Da gibt es mehrere Methoden zu. Das eine ist, eine Kontermutter da reinzusetzen, die dann halt den Fuß kontert. Habe ich allerdings zu knapp bemessen. Eine zweite Variante wäre vielleicht ein Tropfen Nagellack aufs Gewinde zu geben, um damit auch das Raus- oder Reindrehen zu verhindern. Das hat man ja früher beim Versiegeln vom Gehäuse ganz gerne gemacht. Und eine dritte Variante, die mir eigentlich am liebsten ist, werde ich hier von außen eine Schraube auf das Gewinde aufsetzen und so, dass dieser Druck, der dann hier, beziehungsweise die Spitze, die dann hier auf die Gewindestange liegt, verhindert, dass der Fuß sich wieder rausdrehen kann. Und das werde ich dann ebenfalls bei allen machen, nachdem ich dann die Füße entsprechend eingestellt habe. Ja, das mache ich jetzt als erstes mal und dann schauen wir weiter. So, jetzt hier noch die Konterschraube.
und schon dreht sich hier nichts mehr. Wir kennen ja alle das Hantieren, wenn wir bohren mit dem Staubsauger und wie ich mir jetzt mit einem Briefumschlag, mit Kreppband und mit dem Tacker helfe, anstatt einem Staubsauger. Das zeige ich euch jetzt. So, zunächst nehme ich mir einfach mal so einen DIN A-lang Umschlag und als erstes falte ich den mal so in der Mitte. Und jetzt nehme ich mir aber nur das vordere Teil, den tacker ich jetzt hier zusammen. Das war es auch schon mit dem Tacker. Und dadurch entsteht jetzt so eine offene Tüte. Und jetzt gehe ich hin, nehme einfach ein Stück Krepppapier und mache das hier oben an der Klebefalz dran. Und jetzt werde ich die komplette Tüte unterhalb von dem Loch dran machen. Genau hier hin. Das Schöne ist jetzt, ich kann den Bohrer ansetzen. So, und da unten, da liegt jetzt das überschaubare Ergebnis. Und das kann ich halt mit dem Handstaubsauger jetzt noch wegsaugen. Ja, das Ergebnis von den ganzen Bohrungen. Jetzt noch einfach die Kiste wieder zumachen. Und weg damit. Ich finde eine ganz saubere Angelegenheit. So, jetzt wird es nochmal deutlich, wofür ich das alles gemacht habe. Das ist die Matte, die jetzt zwischen Wand und Rahmengestell kommt. Das ist das Frontstück. Hier kommt jetzt die Schraube drauf. So. Ja, und jetzt gilt es nur noch, das dahinter zu befestigen. Und damit ist der Rahmen von der Wand und auch unten jetzt schon von den Stellfüßen, das haben wir ja schon gesehen, zumindest schalltechnisch abgekoppelt. Und da werden die Schwingungen also nicht mehr auf die Wand oder auf den Boden übertragen. Ja, im nächsten Schritt werde ich dann hier diese Dämmmatten oben mit dem Holzrahmen auch verkleben. Und dazu nutze ich dann diesen Klebstoff hier, und zwar Uhupor. Das war mal eine Empfehlung von Michael aus Rastatt, der mir irgendwann mal auch im Rahmen der Dämmung gesagt hat, hör mal, nimm mal den Uhupor, weil du warst doch auf der Suche nach einem flexiblen Kleber. Und genau einen flexiblen Kleber brauche ich an der Stelle jetzt auch, weil es nutzt mir nichts, wenn ich hier in diesem porösen Material einen härtenden Kleber nehme. Der versteift mir nachher das Material und wird dann ganz sauber die Schwingung, die ich eigentlich vermeiden möchte, auch auf den Rahmen übertragen. Und insofern, wenn ich das mit einem flexiblen Kleber mache, dann passiert das halt nicht. Gut, dann verklebe ich jetzt die Leisten an der Stelle und dann schauen wir weiter. Ja, der Uhupor ist auch ein Zwei-Komponenten-Kleber, das heißt, ich werde auch jetzt den Rahmen erstmal vorstreichen. Dann müssen beide Komponenten Luft trocknen, man muss sie anfassen können und wenn es denn dann soweit ist, dann wird es aufgeklebt, aber Vorsicht, da ist nicht mehr viel zu justieren. Deshalb vorsichtig aufsetzen, gerade aufsetzen und dann anschließend mit hohem Druck. Das heißt, da kommt eine Latte drauf, die wird dann verspannt und dann noch mal eine Viertelstunde nachziehen lassen und dann ist das Zeug bombenfest. Ja, und so sieht das Konzept der Dämmung jetzt aus. Obendrauf ist die Schalldämmung, wenn die Segmente auflegen, die werden bis an die Wand geschoben, werden die Wand aber nicht berühren, weil sie da Abstand halten. Und hier unten ist dann auch nochmal die Dämmung, so dass das ganze Gestell eigentlich vollkommen abgekoppelt ist. Auch hier hinten die Verschraubung, die wurde von vorne auch nochmal gedämmt. Macht ja keinen Sinn, wenn ich die Schraube direkt an den Rahmen dran habe und dann an die Wand führe. Und so ist es dann halt auch abgekoppelt. In dem Rahmen sind ja 2 mm größere Löcher drin. Von daher berührt der Rahmen auch die Schraube nicht. Ja, das soll es dann jetzt gewesen sein. Ja, ganz am Anfang habe ich ja erzählt, dass mir mein Fachhändler des Vertrauens die Theaterleisten ja nahegelegt hat, weil sie ja sehr stabil sein sollen. Jetzt wollte ich es aber auch wissen. Ich bringe momentan 82,5 Kilo auf die Waage und die bringe ich jetzt mal punktuell hier auf den Rahmen. Zwar ist mir ein bisschen mulmig zumute, es biegt auch ein wenig, aber es biegt halt nicht auf den Schreibtisch durch. Da würde ich sagen, Test gelungen, Stabilität ist gegeben. So, der Unterbau ist fertig. Jetzt richten wir ihn grob wieder ein.
Ja, der ein oder andere wird jetzt schmunzeln und sagt, Mensch, jetzt hat er sich aber wieder ausgetobt mit dem Thema Schalldämmung. Ja, hat er gemacht, aber ich sag mal, die Situation erfordert das ein bisschen. Das Ding steht ja hier im Büro. Apropos Büro, der nächste Film, den es geben wird, geht wieder um den Unterbau. Allerdings dann wird der Unterbau ein Stück weit verkleidet werden. Es wird hier ein bisschen der Büroumgebung angepasst sein und ich werde auch die ersten Anschlüsse legen. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und anschließend werdet ihr hier vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.